Es sind 3 Wochen um, oder knapp 3 Wochen, 20 Tage. Und vielleicht hat es ja der ein oder andere verfolgt. Ich habe ja das hier, das ist ein vereinigtes Volk. Und das da, ja, das ist aber schepp. Und das da. Und da will ich heute die untere Zarge wegnehmen, weil ich habe ja noch das Absperrgitter und die Königin sitzt oben drüber. Also quasi hier, das ist der Brutraum. Unten Absperrgitter und hier oben Absperrgitter. Meine ich zumindest. Ich hoffe es, dass ich es so gemacht habe. Kann auch sein, dass ich das oberste schon weggelassen habe. Aber das wäre dann egal, weil die untere Zarge, die kommt weg. Und da kommt ja hier, bei dem zumindest, bei dem einen, kommt ja mein Nicotboden hin. Und den habe ich jetzt wieder umgebaut, weil ich ja im letzten Video, wer sich erinnern kann, gesagt habe, ich habe den ja fest verschraubt mit dem Boden, die erste Zarge, die Brutdarmzarge. Und da ich gerne also die Zwischenablegerbildung mache für die Schwarmverhinderung, weil das super funktioniert, da war ich immer zufrieden mit. Aber dazu muss man ja die Zarge hier lösen können. Und jetzt habe ich das gemacht. Und zwar, ich habe da 2 Winkel hingemacht, damit die Zarge nicht mehr verrutschen kann. Hinten sind ja eh die Noppen. Vorne hatte ich sie weggemacht am Anfang, weil ich das ja fest verschraubt hatte. Aber so kann ich die jetzt wieder abnehmen. Und dann Zwischenableger bilden für die Schwarmverhinderung. Ja, und das habe ich jetzt vor. Ich werde hier bei dem anfangen, weil da muss ich ja die Waben umhängen. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Räuberei. Vielleicht mache ich den auch noch oder den mache ich dann morgen. Schauen wir mal. So, jetzt heben wir erstmal die Honigraumzarge runter. Oh, Backe. Ich glaube, die haben alles nach oben geschleppt. Und ich habe auch kein Absperrgitter drin. Oh. So, dann wollen wir mal hoffen, dass die Königin hier noch drin ist. Das sind ziemlich wenig Bienen. Ja, Brut ist da. Also verdeckelte Brut. Stifte sehe ich keine. Das wäre jetzt natürlich nicht so schön, wenn die Königin weg wäre. Kann auch sein, dass sie jetzt im Honigraum ist. Ah, hier haben wir Stifte. Also alles gut. Königin ist da. Ja. Können wir die auch runterheben? Da haben wir das Absperrgitter. Oh, die ist aber leicht. Da ist gar nichts mehr drin. Jetzt machen wir noch ein bisschen das Zeitungspapier ab hier. Haben sie alles aufgelesen. So, jetzt gucken wir erstmal nicht, dass die Königin hier oben drauf rumläuft. Nee. Sieht gut aus. So, auch erstmal
Ist ja schon alt, die Zeitung. Ist alles weggeputzt. Das war noch dann ein Smoker. Noch mal gucken. Mhm. Oh, die können auch. Gut. Das kann dann raus. Es kommt ein Sonnenwachsschmelzer. Zum sauber machen. Und das ist ja jetzt ein Honigraum hier. Von dem ursprünglichen Volk, was da stand. Oh, Vater. Also hier habe ich dann ein paar Honigreserven, hätte ich gesagt. Ja, hier unten hängen sie alle rum. So, das muss ich dann mal auf die Seite stellen, weil das kommt dann ganz nach oben. Ach. Fühler muss auch raus hier. Ja. So. Guck mal kurz rein, ob noch Brut da ist. Ich hoffe, es ist alles geschlüpft. Und weil hier auch der Boden an der Zarge festgeschraubt ist, kann ich die nicht einfach tauschen. Oder die kommt ja eh weg. Stimmt, das ist noch so eine Heroldbeute. Zarge. Die will ich ja loswerden jetzt. Das sieht schon mal gut aus. Hier ist nichts mehr drauf. Nur noch Pollen. Ah, das ist der erste Stich. Ein bisschen Rauch. Ja, und die fliegt hier alles noch rum. Aber ohne Stachel wahrscheinlich. Gut, dann stellen wir die mal zur Seite. Wenn das überhaupt geht. Na doch, irgendwie wird es gehen. So. Dann holen wir uns mal den Liquid-Boden, Zarge. Ach falsch, die Zarge kann ja runter. Da kommt ja jetzt die alte Brutrumzarge drauf. Und der Königin hoffentlich. Perfekt, passt. Das hat schon mal geklappt. Klebt alles hier
Kittifax. Noch ein bisschen die Oberträger reinigen. So, und da kommt jetzt der Honigraum drauf. Ohne ab, jetzt bleiben ja die Abspeckgitter weg. Oh, dort. Wird quasi dreiräumig überwintert und dann habe ich noch Honigwaben als Reserve. Oder ich kann die noch verteilen hier für die Völker, die noch ein bisschen wenig Vorrat haben. Hatte ich ja schon mal gesagt, früher in einem Video. Muss ich auch alles sauber machen hier. Und dann muss ich halt die Bienen noch abkehren oder abstoßen. Das müssten ja alles, die sind ja ganz unten gewesen, aber ein bisschen Rauch brauchen die noch. Uns fallen nämlich alle an hier von der Seite. So. Ach nee, jetzt muss ich ja umhängen. Den Honigraum muss ich ja umhängen. Da stecken ja die Waben noch in der Heroldshage. Muss ich aber erstmal. Oh, Scheiße. Muss ich erstmal unten und oben abkratzen. Hier sieht man, wie die rausstehen. In der Heroldshage. Da wird immer alles verbaut. Das ist immer ein ärgerlich. Sieht man mich überhaupt? Was ich hier mache? Noch ist alles gut hier. So, jetzt stellen wir die Unne drauf. Und hängen die Waben um.
Nummer 1, das war die schwierigste. Die Randfarbe. Die nächsten gehen leichter. Ja, alles voll hier. Ja. Voll Honig. Also die haben genug Futter. Ich muss nichts kaufen dieses Jahr. Hab sogar noch einen Rest. Ich glaube 25 Liter Eimer vom letzten Jahr. Oder von vor 2 Jahren, weiß ich gar nicht mehr. Da gab es halt keine Verpackung, da haben die das lose verkauft. Ja, alles voll. Sind auch noch ziemlich stark. Gut, waren 2 Völker. Schwören schon ein paar Bienen hier rum. Ich weiß nicht, ob das schon Räuberinnen sind. Vielleicht schneide ich auch ein bisschen was raus. Ist ja langweilig hier zuzugucken, wie einer die Waben umhängt. Oder ich lasse es. So, die müssen wir jetzt ein bisschen rüber drücken, dass wir die letzte gut reinkriegen. So, das war's. Also das waren die Honigwaben. Jetzt brauche ich noch die eine Zarge und dann fege ich die da alle rein. Oder wie, oder was? Oder ich hänge die auch um über... Wenn die brutfrei sind, könnte ich die auch mit Bienenflucht. Dann spare ich mir das Abfegen. So, ich habe mal die Bienenflucht drauf gemacht. Jetzt hängen wir die mal um, dann gucken wir mal, wie viel Brut da noch drin ist. Wenn da keine Brut mehr drin ist, dann lasse ich das so. Sollen sie dann nach unten? Und dann komme ich am Montag oder so und nehme die runter, die Zarge. Das sind jetzt natürlich die Biester unten im Flugloch.
Da catcht mich schon wieder einer. Lass mich in Ruhe. Ach, hier haben wir noch Boot. Ja, dann nehmen wir die als Fangware. Haben wir ein paar Fangwaben, ein paar Zellen. Hier kommt eine Sonnenwachsschmelzer, die sind so ziemlich dunkel. Weil wenn ich die mit Boot da oben reinhänge, dann gehen die natürlich nicht runter. Hier ist keine Boot mehr. Ach, normal schlüpft die auch. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Die schlüpfen ja. Kann ich ja wieder reinhängen. Die schlüpfen ja heute oder morgen, wenn die da 3 Tage drin sind. Komm her, mache ich sie wieder rein. Doch keine Fangware. Ich gucke mal, ich mache mal eine auf. Guck mal, wie weit die sind. Ach ja, ja, die wollen alle schon raus. Die schlüpfen heute oder morgen noch. Das ist ja der 20. Tag. Die kommen dann alle, die sind wirklich alle dunkel, die können raus. Da verkriechen sie sich schon nach unten. Durch die Bienenflucht. Ja, sind noch eine Menge Bienen da. Tja, so viel Kit. Zack. Oh, Pollen. Das duftet. Ja, auch nochmal Pollen. So, noch 2. Dann haben wir es geschafft. So, und wieder zusammenschieben. Und die letzte. Oh, hier haben sie sogar noch Futter.
So, sind sie alle drin. Folie drauf. Tja, jetzt haben wir hier noch ein paar Bienen drin, die kehre ich dann. Ja, das ist jetzt blöd, weil da ist die Stockwaage dran mit dem Kabel. Da müsste ich das Kabel durchschneiden. Ich kann die nicht einfach. Das ist halt scheiße, wenn die Böden festgeschraubt sind. Ganz einfach. Gut. Kann ich euch nochmal zeigen. So, das ist eine leere Tage. Hier haben wir jetzt alles zusammen. Und da sind noch restliche Bienen. Aber die fliegen ja ab. Sind ja alles alte Bienen, hauptsächlich, die da unten drin rumhängen. Ja, und jetzt muss ich halt das noch machen. Und vielleicht zeige ich das auch noch. Oder dann wird es ein extra langes Video. Ah, schauen wir mal. So, dann vielleicht bis gleich. Oder ja. Jetzt müssen Sie sich natürlich an den neuen Anblick gewöhnen hier, an Ihrem Flugloch. Bisschen verwirrt sind sie schon, aber das machen die schon. Da sterzeln sie schon. Jetzt kommen noch die restlichen Bienen nach Hause dann aus dem alten Boden. Das war's dann. So, jetzt sind wir hier an dem anderen. Ich habe das Video mal angemacht. Oh ja, schön voll Futter. Wir wollen ja wieder den unteren wegnehmen. Unteren Brutraum. Ach, hier habe ich das Abspeck da noch drin. Oh. Ist ja fast wie im Hochsommer hier. Nee, wie eine Saison, sagen wir mal so. Brutraum mit der Königin hoffentlich. Schauen wir gerade. Das Futter, ach, da ist ein Leerrähmchen. Erster Anschein. Die müssten Brut haben, also Königin da müsste da sein. Hier ist schon mal die Brut. So, mit meinen Augen sehe ich natürlich nichts. Doch, da ist Brut. Ja. Also, Königin ist da. Dann mache ich es erstmal hier oben wieder sauber.
So. Den stellen wir mal hier rüber. Der kommt ja ganz unten hin. Ne? Oh, der ist schön. So, die Zeitung weg. Hat ihren Zweck erfüllt. Bisschen bleibt noch was dran. Kann man sich dann daran erinnern, dass man hier mal eine Vereinigung gemacht hat. So, dann kann das Absperrgitter kann auch weg. Das ist ja jetzt auch Futter. Das merkt man sofort. Ja, hier ist jetzt selber Problem wieder. Hier habe ich auch den Boden, der ist fest, fest mit der ersten Zarge verbunden. Wollte ich mal schlau sein. Aber hat sich nicht bewährt. Zagenbeweglichkeit nicht gegeben. So, dann gucken wir mal, wie es hier aussieht mit Brot. Ja, vereinzelt ist noch was. Ja, wie mache ich das hier? Soll ich die auch umhängen? Muss ich ja. Wenn die raus müssen. Ach, ich klopfe ab. Ich mach's genauso wie bei der anderen. Das wäre jetzt ein Fehler gewesen. Da ist ja die Königin drin. Mal hier auf die Honigräume. Mal zärtlich sein hier. Oh, hier haben wir noch Drohnenbrot. Ich hoffe ja, dass sie... Das dauert natürlich ein bisschen länger, bis die schlüpft. Egal, probieren's. Eine Polenwabe. Das ist eine frische, die können wir rausnehmen.
Die nächste auf. Dunkel. Ich habe hier so ein mulmiges Gefühl. Naja. Das war eine Naturbauwabe hier. Da habe ich einfach ein Leerrähmchen reingehangen. Futterpollen. Oh, die ist schwer. Fette Pollen, Futterware. So, die letzte. Pollen. Vielleicht kann man die noch verwerten. Weil unten fehlt ja noch eine. Genau. Könnte ich ja die. Jo. Ne, die kann ich drin lassen. Stimmt, also ab damit zurück. Die ist auch noch nicht so dunkel. Kommt wieder rein. Ne, erstmal mache ich hier ein bisschen sauber. So, alles wieder verkitten. Die kommt wieder rein. Und jetzt kommen die anderen dazu. Dann sehen wir wahrscheinlich auch gleich die Königin. Ui. Futter. Brutfarbe. Da läuft sie. Da oben die weiße. Ist sie zu sehen, ne? An der Ecke hier? Da. Weiße. Muss ich mal gucken. Oh, die war da vom letzten Jahr, meine ich. So, alles offene Brut hier. Ja. Das hat mich jemand angespuckt. Gut, oh, verdeckelt. Noch eine.
Das war auch eine Naturbau. Genau, Drohnen. Ist die bestiftet? Ne, die hängen wir mal hier außen hin. Weil die bestiftet sie nicht mehr. So, Pollenwaage. Das ist eine helle. Die könnten wir eigentlich gleich rausnehmen. Und ich könnte da noch eine dunklere hin, dann kann sie da noch drauf bestiften. Die kann sie noch bestiften. Gucken, ob wir hier noch eine taugliche haben. Jo, die ist gut hier. Ach, da ist eine Königin. Ich gehe kaputt. Leute. Da läuft sie. Ich hab doch sowas geahnt. Das wäre jetzt eine Katastrophe geworden. Na, wo ist sie? Da. Ah. Ich meine, ich hätte noch eine gesehen. Ne, 3 Stück, das wäre glaube ich eine zu viel. Weil die als noch Drohnen hatten hier. Mann, man muss ja auch mal Glück haben. Aber die ist nicht begattet, vermute ich mal. Boah, ey. So sieht's aus. Dann müssen wir hier nochmal. Mache ich hier nochmal einen Absperrgitter drauf? Ich glaube, ich mache hier nochmal einen Absperrgitter drauf. Ja. So Leute. Hier. Der Übeltäter. Und drin läuft sie. Unglaublich. Gleich mal ein Foto machen. So, weiter geht's. Die muss natürlich abgedrückt werden. So, die kommen über Bienenflucht. Und die Honigräume kommen jetzt da drauf. Mensch, ja, ich habe nicht kontrolliert nach. Ich habe mir sowas schon gedacht, aber ich hätte auch nach 9 Tagen kontrollieren müssen. Wenn die sich weiselos fühlen unten. So, mal die Bienenflucht auf.
Dann mache ich mal die warmen auch noch mit rein, zur Sicherheit. Was heißt zur Sicherheit? Zur Aufbewahrung. Ah, die ist wenigstens schön leicht. Zack. So. Es ist vollbracht mit einer Überraschung. Zum Glück habe ich sie gesehen. Das war noch eine zweite Königin drin unten und ich wollte die Wabe schon reinpacken in den Brutraum. Da wäre ich mal gespannt gewesen, wer da überlebt hätte. Gut, was macht hier die Zahl? Oh, die leert sich. Oh, die sind wie versteinert da unten. Schillen die? Ne, das sind alles alte. Da sieht man die Flügel, wie zerranzt die sind. Ich glaube, die muss ich drüber tragen. Ich kann nicht mehr. Gut, dann werde ich die in 2 Tagen, kann ich die dann hier runternehmen. Müsste ja dann leer sein oder müsste leer sein, die Zarge. Hat jetzt keine Eile. Und wie machen da? Kollege Hornisse und hat schon eine geschnappt. Die wird jetzt filetiert und dann fliegt sie davon. Ja gut, also mehr gibt es jetzt nicht zu zeigen. Das war jetzt der zweite Arbeitsschritt nach dem Vereinigen. Dann kommen die Waben wieder runter und das war's dann. Ein bisschen Wabenhygiene machen. Soll ja noch schön bleiben, dann kann ich die noch in den Sonnenwachsschmalzer schmeißen und die Absperrgitter gleich mit dabei. Und das war's dann. Geschafft. Ja, da ist immer noch viel los. Hoffentlich war da keine zweite Königin drin. Das wäre es natürlich. Naja. Kontrollieren werde ich sie ja nochmal. Ist ja logisch. Gut, dann mache ich alles wieder zusammen. Wünsche ich noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.